Hallo, Stefan Pietrek hier und willkommen im neuen Video. Heute zeige ich dir eines der herausragendsten Gitarrensoli der Rockgeschichte. Das Solo am Ende von Comfortably Numb von Pink Floyd. Gespielt vom Pink Floyd Gitarrist David Gilmour. Ein echtes Meisterwerk voller Gefühl und technischer Brillanz. Und ich bin ehrlich, ich habe es mir einfacher vorgestellt. Denn auch für mich ist dieses Solo noch neu. Nein, ich spiele es nicht schon jahrzehntelang, muss mich einfach nur hinsetzen und die Kamera einschalten. Das denken so einige hier, aber so läuft das oft nicht bei mir, weil ich meine Videotutorials gerne dazu nutze, mir selbst neue Sachen drauf zu schaffen. Das ist dann auch meist der Grund, weshalb es auch mal ein bisschen länger dauern kann mit einem neuen Video. Aber jetzt kann ich's, das Solo, und jetzt bist du dran. Solo ist in B-Moll und nutzt hauptsächlich die B-Moll-Pentatonik mit einigen zusätzlichen Noten aus der B-Moll-Skala. Die Pentatonik-Skalen solltest du auf jeden Fall verinnerlicht haben, bevor du an das Solo gehst. Und auch solo-übliche Spieltechniken wie Bending, Vibrato, Hammering, Puls sollten kein Problem für dich sein. Weil Comfortably Numb ist definitiv kein Anfängersolo. Damit du alles gut nachvollziehen kannst, habe ich das Solo in Licks unterteilt, die ich alle einzeln und in langsamerem Tempo durchspiele. Die Tabulatur, die ich dazu einblende, ist zur besseren Übersicht auch langsamer. Das heißt, 32 Noten im Original sind hier als Sechzehntel notiert, Sechzehntel als Achtel, Achtel als Viertel und so weiter. Bitte vergiss nicht, mein Video zu liken. Danke! Der erste Abschnitt des Solos, Lick 1 bis 4. Wunderbare Bendings, sehr melodiös, sehr einprägsam. Lick 1 startet gleich mit einem Oberton, einem sogenannten Pinch Harmonic. Lick 2, hier im zweiten Takt ein Bending über 3 Halbtöne. Da kommen deine Fingermuckis voll zum Einsatz. Lick 3. Und Lick 4 startet mit einem Rake über 2 bis 3 Saiten, bevor dann der Zielton auf dem 7. Bund der E-Saite gespielt wird. Für das Abdämpfen der Saiten benutze ich den Ringfinger. Nächsten Abschnitte sind dann Lick 5 bis 8. Geht es schon etwas mehr zur Sache. Die Intensität wird erhöht durch schnellere Läufe. Übe diese Läufe langsam und achte darauf, dass jede Note klar und deutlich klingt. Kein Gefuddel bitte. Lick 5, Sechzehnteldriolen. Wie vorhin erwähnt, als Achtel dargestellt. Lick 6.
7. Lig 8, wieder dieser Triolenlauf, ganz ähnlich wie in Lig 5, hier mit anderem Ending. Im nächsten Abschnitt steigert sich das Solo nochmal. Hier sind die nächsten 4 Licks. Lig 9, abgedämpfte Schläge und mit leicht gezogenen Double Stops. Lig 10, wieder ein Triolenlauf. Lig 11, hier wieder Double Stops. In Lig 12 wird es dann etwas wilder. Ein Repeat-Pattern und auch wieder Double Stops und abgedämpfte Schläge. Achte auf die Rhythmik, lass dir Zeit. Und jetzt das Finale. Die letzten 4 Licks sind sehr intensiv und spielen in den höchsten Höhen. Also zumindest 3 davon in den höchsten Höhen. Im letzten Lick geht es dann wieder runter, was die Sache aber nicht wirklich weniger intensiv oder gar einfacher macht. Lig 13 beginnt mit einem Slide auf den 17. Bund mit Ganzton-Bending. Danach noch ein Bending-Festival am 21. Bund. Jetzt Lig 14. Lig 15. Hier geht es in der Mitte des Licks wieder runter in die Ausgangslage. Und der letzte Lig 16. Hier wieder abgedämpfte Schläge und Double Stops. Ziemlich wild das Ganze und die Rhythmik kann einem hier schon etwas zusetzen. Du schaffst es. Soviel von mir zum Outro-Gitarrensolo von Comfortably Numb. Vielleicht hast auch du gedacht, das ginge leichter. Aber so leicht ist es nicht. Zumindest nicht, wenn es klingen soll, wie es eben klingen soll. Aber auch kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. Wie so oft ist auch hier Übung der Schlüssel zum Erfolg. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Dann gib mir deinen Daumen, schreib was Nettes in die Kommentare und abonniere meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Ciao und bis zum nächsten Video.